Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Es gibt wieder Neuigkeiten im Lande von Shakes and Fidget. Ein neues Update ist aufgetaucht und damit werden wir auch direkt mal reinstarten. Ein paar kleine Neuigkeiten, wieder ein paar Quality of Life Changes, die mit dazugekommen sind, ein paar kleine Veränderungen, aber overall auf jeden Fall ein schönes, kleines, gelungenes Update. Auch ein paar sehr, sehr nützliche Sachen dabei, die mich auch in der Vergangenheit wirklich sehr geärgert haben. Und das wurde jetzt gefixt. Aber ich würde mal sagen, wir schnacken gar nicht lange rum um heißen Brei wie Babynahrungstester, sondern kommen direkt hier mal zum Wesentlichen. Und zwar das Update 25.5. Ja, wir haben hier ein paar neue Features, und zwar Twitch-Drops. Zur Feier von 100.000 Followern wurde der Twitch-Rahmen gegen einen neuen Rahmen ausgetauscht und kann jetzt als Drop erhalten werden. Der neue Twitch-Rahmen sieht so aus. Ja, das ist jetzt das überarbeitete Design. Also es ist jetzt nicht so, dass man den zusätzlich bekommt zum alten Rahmen, sondern der alte Rahmen wurde quasi optisch gegen diesen Rahmen jetzt hier eingetauscht. Ja, könnt ihr ja mal sehr gerne mir in die Kommentare schreiben, wie ihr ihn findet. Ich muss sagen, ich finde das Lila von der Kiste auf jeden Fall ein bisschen passender zu dem Twitch-Thema, beziehungsweise auch hier das Logo, das Twitch-Logo an der Seite, finde ich eigentlich passt ganz gut zusammen. Hier oben haben wir noch den SF Game Official Kanal, der hier noch namentlich mit vertreten ist. Ja. Haben wir uns gestern auch schon im Livestream drüber unterhalten. Manche finden es cool, manche stört es gar nicht, manche finden es ein bisschen nervig, weil es ist ja auch irgendwo ein Stück weit Werbung sozusagen. Also es ist so, als ob man jetzt quasi eine laufende Werbeflimmerkiste hier in-game ist für den SF Game Official Kanal so. Ne? Aber ich muss auch sagen, ich hätte es ohne dieses Namensschildchen hier ein bisschen smoother gefunden so. Also wäre das nicht da, sondern hier einfach nur komplett clean, würde das, finde ich, ein bisschen besser aussehen so. Aber das ist auf jeden Fall natürlich Geschmackssache am Ende des Tages dann, ne? Ob einem das gefällt oder nicht. Neue Features auf mobilen Endgeräten. Einstellungen Push-Benachrichtigungen auf mobilen Geräten können nun auf Basis von Kategorien, Events, Gildenaktivitäten, Gebäude, Verwaltung, Taverne eingestellt werden. Die Einstellungen werden dabei auf Charakterebene gespeichert, können also für jeden Charakter individuell gesetzt werden. Das ist sehr cool. Das heißt, ihr bekommt Push-Benachrichtigungen auf ein Handy, wenn ihr die auch haben wollt, von gewissen Aktivitäten, die ihr halt eben beobachten wollt. Wie zum Beispiel Stadtwache, vollgelaufen, keine Ahnung, was gibt es da noch? Goldgrube, Gildenkämpfe, ne? Festung, Stein, abgeholt, kann wieder neu und sowas halt, ne? Kann auf jeden Fall individuell gestaltet werden, finde ich ganz cool auf jeden Fall. Dann allgemeine Anpassung, Expedition, die verseuchte Feenquelle der Begegnung, toxische Quellenkur zieht nun nur noch 4 anstatt 5 Heldentun ab. Ja, ist ein kleiner Vorteil auf jeden Fall. Und die Ehre-Belohnung aus der Expedition wurde erhöht, sodass sie die Ehre-Belohnung aus Abenteuern bei gleichem Einsatz von Abenteuerlust entspricht. Ja, hat man ein bisschen mehr Ehre in der Ehrenhalle, aber an sich jetzt nichts, was jetzt so großartig einen Unterschied macht, nur dass man halt ein bisschen mehr Ehre bekommt, ne? Ist ja natürlich auch nicht so verkehrt. Legendary Dungeon, ein neuer LD-Thema mit neuen Räumen, Monstern und Bossen wurde hinzugefügt. Zudem wird es ein neues Set an legendären Gegenständen geben. Also das schon mal dann für den nächsten LD, der jetzt wahrscheinlich zu dem Geburtstag von Shakes and Fidget erscheinen wird. Ja, dann das Equipment. Die saisonalen epischen Oster- und Geburtstagsgegenstände wurden angepasst, sodass sie jetzt für jede Klasse unterscheiden und nicht mehr klassenübergreifend das gleiche Design nutzen. War ja auch schon der Fall bei den Halloween- und Weihnachts-Epics, beziehungsweise folgen die zu einem späteren Zeitpunkt, aber in der Vergangenheit haben wir ein paar Epic-Sets gesehen, die halt eben Char-übergreifend oder klassenübergreifend dieselben waren. Macht es ein bisschen schwierig für das Finden der Items so, ne? Man muss halt eben auf die Klasse achten und das macht es jetzt natürlich ein bisschen einfacher. Verbesserung Unterwelt, es können nun Pilze in die Adventure Medic eingezahlt werden, ohne dass zuvor die dort befindende Alu verbraucht werden muss. Auch ganz nice, kann man hier einzahlen, dann muss man
Da muss man dann quasi draufdrücken und dann nochmal draufdrücken. Ist jetzt natürlich noch nicht drauf, das Update, und dann kann man das Ganze hier auch befüllen, beziehungsweise hat man dann hier ein zusätzliches Fenster zwischen Schließen, Befüllen und Alu abholen. Ne? Das ist, denke ich mal, auch ganz cool für den einen oder anderen. Dann der Becherspieler, und das ist jetzt eigentlich so das für mich persönlich Kernfeature dieses Updates, weil das ist wirklich sehr, sehr entscheidend und hat mich auch in der Vergangenheit wirklich sehr gestört gehabt, dass das der Fall ist. Während des Events Epic Gut Glück Extravaganza ersetzt das Epic-Item-Symbol nun Seelen anstelle von Gold. Wenn wir Epic-Event hatten und wir hier gewürfelt haben, dann haben wir anstatt des Goldes Epics bekommen. So, und das ist natürlich ja nicht im Sinne des Erfinders, sag ich mal so. Es hat mich auch sehr abgefuckt jedes Mal, wenn wir Epic Event haben, dass das Ganze Gold überschreibt und dann wir quasi kein Gold mehr bekommen. Gerade im Late Game ist es extrem ärgerlich, darauf zu verzichten. Vor allen Dingen, wenn man in Kombination auch Gold-Event mit den Epic Gut Glück Extravaganza hat. Ja? Weil da bleiben ein potenziell pro 5er-Pasch eine halbe Milliarde Gold einfach liegen. Also 500 Millionen Gold ist das Limit, was ihr nachher bekommen könnt mit Gold-Event, wenn ihr einen 5er-Pasch würfelt. Das sind einfach extrem viele Skillpunkte, die hier auf der Strecke liegen bleiben, nur weil die Epics das Gold überschreiben, so, ne? Davon abgesehen, ob man das jetzt nur mal würfelt oder nicht, ist natürlich noch eine andere Sache so, ne? Macht bei mir jetzt sowieso keinen Unterschied bei meinem Glück hier auf meinem Main, ne? Aber trotzdem, ne? Kann in Zukunft vielleicht ein bisschen was ausmachen. Und jetzt haben wir anstatt der Seelen nun die Epics, was ich denke ich mal ganz gut finde, weil Seelen braucht man sowieso nachher später auch nicht mehr. Ne? Deswegen, die Seelen sind von der Ressource her eigentlich somit die nutzloseste, was man nachher machen kann, oder diese nutzloseste Ressource, die man haben kann. Ne? Weil wenn man hier alles ausgebaut hat, dann ist finito, dann habt ihr nichts mehr, was ihr damit anstellen könnt, großartig, außer den Wächter noch weiter zu leveln, aber da ist auch mal irgendwann Schluss, ne? Weil ihr eh keine Seelen mehr braucht und eh keine Angriffe mehr macht, es sei denn, ihr wollt hier irgendwie in der Unterwelt-Ehrenhalle, was weiß ich, wo stehen. Ne? Genau, ansonsten ja, Steine und Gold, die haben wenigstens noch eine Verwertung so. Man kann Edelsteine suchen damit. Das ist das Einzige, weswegen das die Ressource ein wenig wertvoller macht, aber auch da im Late Game natürlich nicht wirklich mehr zu gebrauchen. Ne? Aber finde ich gut, dass die Seelen jetzt das nun einnehmen, den Platz. Dann die Pets, deren Fundbedingungen ein bestimmtes Datum voraussetzen, können nun bis zu 3 Tage vor und nach dem Datum gefunden werden. Hatte ich gestern mir mal Feedback eingeholt, so ein bisschen von ein paar Leuten aus dem Livestream, und fanden viele ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Also finde ich auch, weil das nimmt so ein bisschen halt eben dieses Spezielle so, dieses Besondere daraus, dass man jetzt an den Tag nun wirklich dran denkt, dass man das und das Pad halt eben braucht. Und von 1 auf 3 Tage ist halt heftig, wenn man so zumindest einen Tag mehr gemacht hätte, so auf 2 Tage, dass man 2 Tage die Chance hat, aber 3 Tage... Jo, das ist schon krass. Also da auch nochmal ein Schritt in die Richtung, dass das Game auf jeden Fall noobfreundlicher bzw. anfängerfreundlicher gemacht wird, neben Features, die entfernt worden sind, wie zum Beispiel manuell das Sammelalbum auf Stufe 10 finden oder das Entfernen der Spiegelscherben, ne, was halt in der Vergangenheit auch passiert ist. Oder halt eben die genaue Anleitung, ab welchem Level, wann man was hier freischaltet und was das bringt. Ne, wird auf jeden Fall alles ziemlich anfängerfreundlich, was per se nicht schlecht ist. Ne? Aber ansonsten, ja, man hat ja hier auch mittlerweile überall das i oben, was halt eben zu jedem Fenster halt eben genau das beschreibt, was das Fenster halt eben macht. Ne? Genau, also das auf jeden Fall dazu. Wenn man jetzt zum Beispiel hier sowas wie bei Licht hier UF hat, ne, kommt am 1. April, man hat nur einen Tag Zeit, ne, damit man das Ding finden kann, und wenn man den Tag eben verpasst, hat man halt den Pech gehabt. So, ne? Ich verstehe natürlich den Ansatz dahinter, weil es gibt tatsächlich Leute, die haben halt einfach Pech. Ne? Die haben halt einfach Pech, die gehen an den Tag auf die Quest, versuchen in die Schweineöde zu gelangen, nehmen die kleinste Quest immer an, damit die halt eben so ein bisschen, vielleicht ihre Chance erhöhen, und kriegen UF
am 1. April vielleicht trotzdem nicht. Ne? Deswegen den Ansatz, also weil man halt einfach Pech gehabt hat in der Alu so, ne? Man findet es einfach nicht. Oder man kommt die Schweineöde nicht vorgeschlagen oder was weiß ich. Ne? Aber da kann ich natürlich den Ansatz verstehen, dass man versucht natürlich dann einen Ersatztag zu machen, aber direkt 2 finde ich wieder ein bisschen zu viel. Ne? Also ja, das nur mal so dazu. Ne? Genau. Ansonsten beim Schmied wird ein Gegenstand ausgewählt und dann zu einem Begleiter gewechselt, bleibt die Auswahl bestehen und setzt sich nicht mehr zurück. Dies ermöglicht den Runentausch von ausgerüsteten Gegenständen. Der Tausch von Runen gleicher Art und gleichen Effektwert wird nun unterbunden. Stall. Im Stall wird nun zusätzlich der Reittierbonus für Expedition angezeigt. Also hier haben wir dann auch nochmal ein zusätzliches Fenster, was halt eben den Boni nochmal anzeigt von dem jeweiligen Pet, was man sich aussucht. Charakteransicht: bei Charakteren, die eine Fernkampfwaffe mit Projektil-Effekt haben, wird das Projektil nun zentriert angezeigt. Also da werdet ihr in Zukunft dann auch einen Unterschied sehen. Und zwar meinen sie natürlich das hier. Ne? Das ist hier direkt neben der Waffe, aber unzentriert im Verhältnis zu diesem gesamten Abstand hier. Das Ding kommt jetzt halt eben weiter mehr so in die Mitte, ne? Damit der Abstand zu beiden Enden hier gleich ist. Das hat anscheinend auch viele getriggert. Ja, genau, so sieht das Ganze aus. Vergleich mit seiner Rüstung, mit seiner Ausrüstung mit der eines anderen Spielers werden die Tooltips nun auf gleicher Höhe angezeigt. Das Tutorial, und da wird sich, denke ich mal, der gute Hanrizel drüber freuen, weil der hat das Ganze so mehr oder weniger in die Wege geleitet. Er fand es halt eben nervig, dass wenn man sich einen neuen Account macht auf einem neuen Server, man immer nochmal die Tutorial-Quest zum Anfang der Expedition spielen muss. Das ist nun nicht mehr der Fall. Wenn man einen SF-Account hat und man ordnet einen neuen Charakter dem hinzu, dann wird das Tutorial nicht nochmal vorgeschlagen, was potenziell dafür sorgen könnte, dass man in Zukunft nochmal etwas mehr rausholen kann aus seinen eigenen Char, weil man die ersten 5 Quests nicht mehr vorgegeben hat von dem Tutorial, sondern sich diese quasi selbst aussuchen kann. Wodurch man natürlich nochmal das Potenzial auf das Maximieren dieser Quest nochmal ein bisschen erhöht. Und das ist, denke ich mal, ganz cool. Hat natürlich auch neben den effektiven Nutzen natürlich auch einfach genervt, jedes Mal das Tutorial zu spielen. Also von daher ist das Ganze auch definitiv eine schöne Sache. Elevator: wenn alle Tickets aufgebraucht sind, wird im Menü nun der Timer bis zur nächsten Ticketgenerierung angezeigt. Post: Gildenkampfbenachrichtigungen haben nun ihr eigenes Nachrichtensymbol. Charakterwahl: wenn der offizielle Twitch-Stream live ist, wird dieser nun oberhalb der Charakterwahl angezeigt. Im Porträtmodus erfolgt die Anzeige in der Charakterwahl und Stadtansicht in der Fußzeile in der Benutzeroberfläche. Ja? Also hier auch nochmal wird das Ganze nochmal wahrscheinlich hier in-game verlinkt und halt eben angezeigt, wenn der SF-Official-Kanal live ist. Ist, denke ich mal, wenn man so eine in-game-Benachrichtigung bzw. so eine Anzeige bekommt, denke ich mal, für den SF-Kanal auch nochmal ein guter Push sozusagen. Genau. Waffen- und Zauberladen. Die Gesichtsanimation von Shakes & Fidget wurden passend zu dem modernisierten Design überarbeitet. Wirbelwindsturm. Der Hintergrund bei Monstern ist nun immer gleich und nicht mehr derjenige des Features, aus dem das Monster originär stammt. Und dann wurden noch ein paar kleine Fehler behoben. Die könnt ihr euch hier auch sehr gerne durchlesen. Einfach das Video stoppen, falls ihr euch das reinziehen wollt. Hier an der Stelle gehen wir jetzt nicht nochmal genauer im Detail drauf ein, denn ich denke mal, das Wichtigste haben wir hier soweit in dem Video besprochen. Ja, auf jeden Fall viele coole kleine neue Updates, Quality of Life, ein paar Verbesserungen auf jeden Fall. Würfelspieler ist für mich mein persönliches Highlight, muss ich sagen. Schön, dass das Ganze jetzt hier auch so ins Game kommt, weil es hat zum Epic-Event wirklich immer gut abgefuckt, wenn man halt eben auf Gold geht. Und dort halt die Epics dann das Gold ersetzt haben, so, ne, das fand ich immer sehr, sehr nervig und ist jetzt schön, dass das Ganze jetzt halt eben die Seelen überschreibt und nicht mehr das Gold. Ja, Freunde, schreibt mir sehr gerne mal eure Meinung zu dem kleinen Update in die Kommentare. Sind auf jeden Fall, wie gesagt, viele kleine nützliche Sachen mit dabei. Und ja, das soll es dann erstmal soweit von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wie die Riesenechse hier an der Stelle. Und jo, das war's soweit. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.